Verse, die mir auf Schaltstellen meines Lebens beeinflusst haben. In der Hoffnung, dass diese Wegweisungen Gottes, die mein Denken geprägt haben und wirklich meine Pilgerschaft mit dem Herrn bestimmt haben. Meine Theorie ist, dass wenn ein Vers mich sehr angesprochen hat, dann in meiner Situation dann der gleiche Vers würde andere Leute auch ansprechen. Können wir beginnen, unsere Betrachtung im Psalm Kapitel 16. Oder Psalm 16. Ein Psalm, der mein Leben auch geprägt hat. Das macht mich sehr unruhig, dieses Echo. Sonst ist meine deutsche Grammatik nicht gut. Wenn ich nervös bin, dann rede ich wie ein Gastarbeiter. Mein Sohn hat einmal eine Kassette von mir gehört aus den ersten Jahren. Salzburger Leiner sagte, Vati, du warst sehr begeistert von Jesus, aber du hast geredet wie ein Türke. Das war gewaltig. Ich sagte, ja, danke dir. Ich danke dir. Psalm 16, ein messianischer Psalm. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Du, meine Seele, hast zu Jehova gesagt, du bist der Herr, meine Güte reicht nicht hinauf zu dir. Eigentlich diese Übersetzung des Verses hat mich nicht geprägt, eher diese alternative Übersetzung in der Fußnote. Es gibt kein Gut oder kein Glück für mich außer dir. Du hast zu den Heiligen gesagt, die auf Erden sind, und zu den Herrlichen. An ihnen ist all mein Wohl, ist all meine Lust. Ich bin von diesem Vers sehr angesprochen worden und das hat wirklich mein Denken geprägt und verändert. Das habe ich damals gelesen in der New American Standard Bible, so meine Hausbibel sozusagen oder meine Bibel, wo ich daheim bin. Und der Vers wird folgenderweise übersetzt: Du bist, oder weißt du, du siehst, die Worte hier sind nicht, die sind schief geschrieben. Das heißt, das ist ein Versuch, Worte hinzuzufügen, um den Sinn irgendwie, das einen Sinn zu geben. In der New American Standard steht es ein bisschen anders. Hier redet Christus selber und sagt, den Heiligen, die auf Erden sind, den Herrlichen, an ihnen ist all mein Wohlgefallen, an ihnen ist all meine Lust. Und mir wurde es auf einmal klar geworden, hier spricht der Herr Jesus selbst zu seinem Vater, hier spricht der Herr Jesus selbst über die Seinen, die auf Erden sind. Irgendwie eine Zusammenfassung, ja, der ganzen Verantwortlichkeit eines Menschen, Gott zu lieben mit seinem ganzen Herzen und Seelen und Verstand und dann seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und was mich so überwältigt hatte, ist, wie er redet über die Gläubigen, die hier auf Erden sind. Diese Heiligen, die auf Erden sind, diese Herrlichen, an ihnen ist all meine Lust. Vielleicht hast du kein Problem, ich meine, mit deinem Aussehen, aber mein Freund hat mir einmal gesagt, im Gymnasium, weißt du, wie du ausschaust, Fred? Und ich sagte, ich bin gespannt, Rocky. Er sagte, du schaust aus wie die Südseite einer Kuh, die nach Norden geht. Ich meine, die größte Tagesherausforderung für mich ist mich rasieren. Ich muss mich da anschauen. Es war viel angenehmer, als ich einen Bart hatte. Ich brauchte nicht so oft in den Spiegel genau schauen. Das letzte Wort, was mir in den Sinn kommen würde, wenn ich mich anschaue und mein Leben betrachte, ist herrlich. Die Heiligen, die Herrlichen, die auf Erden sind. Ich habe noch nicht meinen Spiegel gefragt, Spieglein, Spieglein an der Wand. Die Frage habe ich nie gestellt. Aber das zu wissen, dass man geliebt ist und hochgeschätzt ist,
was Jesus von einem hält. Trotzdem, dass er alles durchschaut. Trotzdem, dass er unsere fromme Gebete durchschauen kann. Und er sieht hinein in das Herz, wenn das Herz nicht stimmt. Trotzdem, dass er uns durchblickt, wir sind wie eine Scheibe Glas vor ihm. Ein offenes Buch. Trotzdem, dass er das aussagt über mich unter anderem. Diese Heiligen, die auf Erden sind, die Herrlichen, an denen ist all meine Lust, all mein Wohlgefallen. Das hat wirklich mein Leben geprägt. Es hilft mir, auch in meinem Umgang mit anderen Christen. In meinem Umgang mit Brüdern in der Versammlung, auch in Bezug auf ihre Verantwortung, wo sie nicht immer Erfolg gehabt haben, wo viel Versagen und Schwachheit ist. In dem anderen Gläubigen Christus zu sehen und daran zu denken, dass Gottes Werk mit ihm nicht fertig ist. Wir haben früher kleine Köpfe, Buttons? Anstecker getragen. Es hieß, die hießen so, die waren nur Buchstaben, ein Akrostik. Es hieß P, B, P, G, I, N, F, W, M, Y. Jeder hat das angeschaut, diese ganze Dings. Es hat einfach geheißen, das waren die ersten Buchstaben von den Worten, Please be patient, God is not finished with me yet. Bitte seien Sie geduldig, Gottes Werk an mir ist noch nicht fertig. Und das ist wirklich, wie es ist. Das dürfen wir nie vergessen. Die Gemeinde Christi selbst, die schönste örtliche Darstellung der Gemeinde Christi ist immer noch unvollständig. Eine Baustelle sozusagen, ein Haus, in dem man wohnt, ein Haus bewohnt von Gott, aber immer noch eine Baustelle. Und zu sehen, dass ich von Gott so hoch geschätzt bin, dass er sagt an den Heiligen, an den Herrlichen auf Erden, herrlich. Ich meine, das Wort in Verbindung mit uns, an uns ist alles sein Wohlgefallen. Passt irgendwie zusammen mit dem Vers, Gott möchte unsere Augen auftun. Paulus schreibt in Epheserbriefen, er schreibt gewaltige Wahrheiten über Gottes Plan mit uns. Vor Grundlegung dieser Welt hatte er einen Plan. Dein Name ist älter als das Universum. Ich weiß nicht, wie alt das Universum ist. Manche sagen Milliarden von Jahren alt und manche reden von einem Urknall und von, dass diese Welt Milliarden von Jahren alt ist oder dieses Universum. Ich habe keine Schwierigkeit, das zu glauben. Ich habe auch keine Schwierigkeit zu glauben, dass das Ganze etwa 10.000 Jahre ist, wie die Leute, wie die christlichen Wissenschaftler, viele von ihnen haben eine neue Erde-Theorie. Ich habe kein Problem, das zu glauben. Ich habe keinen Schlaf darüber verloren. Aber wenn der Urknall Tatsache ist und vor Milliarden von Jahren geschah, dann ist immer noch die Frage, wer geknallt hat und wieso. Und die Schrift sagt mir wieso. Vor Grundlegung dieser Welt war seine Absicht, uns zu haben vor ihm. In Liebe. Heilig und tadellos, wie er uns hier beschreibt. Die Herrlichen, die Heiligen auf Erden. Er brauchte eine Biosphäre. Ich habe meiner Frau einen Kochherd gekauft. Nicht, weil ich meinte, dass das Loch in der Küche unbedingt auszufüllen war. Ich meine, ich hätte auch einen Sessel dahin stellen können. Das war mir wurscht, was mit dem Platz in der Ecke geschah. Aber ich habe hin und wieder Hunger. Und ich habe einige tausend Schillinge investiert. Wieso? Weil ich essen will. Und die Existenzberechtigung des Kochherdes ist es, dass Speisen serviert werden bei uns und möglichst heiß. Wieso ist das Universum da?
Vor Grundlegung dieser Welt hatte Gott einen Plan. In sich selbst gefasst, einen Plan, der auf die Ausführung, auf das Werk des Sohnes Gottes wartete. Er wollte uns haben, für sich, vor sich, heilig und tadellos in Liebe. Er wollte Söhne haben, erwachsene, bevollmächtigte Söhne, denen er die Verwaltung des Universums anvertrauen konnte. Wir sind sein Schattenkabinett. Überleg das mal. Ich habe einen Freund, der hat ein Geschäft und er hat einen kleinen Buben, heißt Lukas. Lukas ist etwas so groß und Lukas tobt umeinander. Sein kleiner Teppichmaus und stellt einiges im Haus an. Und die Hoffnung meines Freundes ist, dass eines Tages vielleicht Lukas wird das Geschäft übernehmen. Er sieht in dem Lukas sein Erbe. Er sieht im Lukas derjenige, der das fortsetzen wird, was er aufgebaut hat und was sein Vater aufgebaut hat. Und all seine Schulung, all seine Vorbereitung, wahrscheinlich die Schule, die er besucht und dann vielleicht weitere Bildung und die Lehre, all das ist ein Teil von dem Vorhaben des Vaters, Lukas, vorzubereiten auf seine große Aufgabe. Und es ist genauso wie so bei uns. Gott schaut den kleinen jungen Christen, der stattdessen, dass er ein Taschentuch benutzt, er möchte keine Taschentücher vergeuden, er zieht alles auf. Sieht nicht schön aus. Gott sieht das auch. Aber Gott denkt nicht an das, dass mein 5-jähriger Sohn, der seine Nase nicht zu putzen weiß, ordentlich, er denkt an das, was er einmal wird. Und das hat wirklich mein Leben geprägt und hilft mir auch in meinem Umgang mit anderen Christen. Please be patient. God is not finished with me yet. Bitte sei geduldig mit mir. Gott ist mit mir noch nicht fertig. Und dass er mich so ansieht, angenehm gemacht in dem Geliebten. Wie Jesus sagte in seiner Auferstehung, bitte rühre mich nicht an. Denn ich bin noch nicht hinaufgefahren. Gehe, sag meinen Brüdern, sag meinen Brüdern, dass ich gehe hin zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Die Basis meiner Beziehung mit Gott ist was? Die Basis deiner Beziehung mit Gott ist was? Ein Christus, der aufgefahren ist, der zur Rechten des Vaters sitzt. Und sein Vater ist unser Vater geworden. Sein Gott, unser Gott. Nicht das, er sagte nicht unser Vater, das ist klar. Ich bin nicht ein Sohn Gottes im gleichen Sinn wie er. Aber die Basis meiner Beziehung mit Gott ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn, zwischen Gott und Christus. Und meine Beziehung mit Gott und wie Gott mich letzten Endes anschaut, ist in Christus, angenehm gemacht worden in dem Christus. Wenn ein wahrhaft Wiedergeborener irgendwann einmal durch einen Fehltritt sein Heil in Christus verlieren könnte, dann musste Gott Abschied nehmen von Christus, musste der Vater seinen Sohn fortschicken aus seiner Gegenwart. Denn die Basis meiner Beziehung ist das Werk Christi. Ich bin noch nicht hinaufgefahren. Und die Person Christi. Ich gehe hin zu meinem Vater und zu meinem Gott, zu eurem Vater und zu eurem Gott. Und ich möchte dir ganz ehrlich sagen, ich habe lange Zeit gekämpft mit Heilsungewissheit in meinem Leben. Und ich war lange noch nicht sicher wegen meinem Heil. Und mein Leben war wirklich wie ein Rollercoaster oder wie ein Berg- und Talbahn, gell? So oft. Aber hier bin ich immer wieder zurückgekommen und hier habe ich Frieden darin gefunden, was Gott von mir hält.
abgesehen von den Fehlern, von der offensichtlichen Hässlichkeit, die ich in mir entdecke. Eine andere Stelle, die mein Leben wirklich geprägt hat, mein Blick für Gott und mein Blick für die Versammlung, wäre das Hohelied, Kapitel 4. Pass auf, wenn du Hohelied liest, denn die Juden durften Hohelied erst lesen, jüdische Männer mit 40 Jahren. Die durften vorher Hohelied nicht lesen, denn das ist ein Buch für einen ausgereiften Mensch. Ist übrigens gute Lektüre für eine Hochzeitsreise für die Flederwoche. Jedenfalls, Vers 9 hat mich so gefesselt, vor etwa, wann wird das gewesen sein? 18 Jahren, als Baby Christ. 17 Jahre. Hohelied Kapitel 4, Vers 9. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem deiner Blicke, mit einer Kette von deinem Halsschmuck. Vielleicht kannst du dich erinnern an die blöde Jahre deines Lebens. In Gymnasiumszeit, das waren die blödsten Jahre meines Lebens. Ich möchte sie ja nie wiederholen. Ich bin so dankbar, dass das ein geschlossenes Kapitel ist. Ich hatte mich verknallt in einem Mädchen. Das andere, wo ich meinte, ich könnte nicht leben über sie, war bestimmt eine Woche lang vergessen. Und alle meine Gedanken waren bei diesem Mädchen. Und ich war da im Gang und wir haben Schränke im Gang. Jeder Student hat seinen Schrank im Gang und da, wo die Lehrer sehen können, was sie da mit Schränken machen. Einer steht irgendwie so. Ich komme um die Ecke, um in meinen Schrank zu schauen und um die Ecke und dann unsere Augen trafen sich aus unmittelbarer Entfernung und da stand ich. Und mein Puls ist bestimmt auf 180 aufgeschossen. Ich habe mich errötet und mein Blutdruck war bestimmt 180 über 160. Ich war einfach, weißt du was? Obwohl das irgendwie dumm war, diese Teenagerliebe, das ist genau, was der Herr hier sagen will. Wenn unsere Augen die Seinen treffen, es raubt ihm das Herz. Ich weiß nicht, ob du das je bemerkt hast in der Versammlung. Man versammelt sich und man möchte wirklich des Herrn gedenken. Und alles geht nach Schablone F irgendwie. Einer steht auf. 47, dann geht's los. Und die gleichen Gebete und das gleiche Thema und es ist wiederum das Lamm Gottes haben wir heute, das über die Erde ging. Und ich möchte das nicht spotten, aber man bekommt irgendwie den Eindruck, dass es alles so, wir reden von Geistesfreiheit, aber wir haben mit unseren Formen den Geist so wenig Raum gegeben, weniger als in manchen Gemeinden, die wir zu kritisieren gewohnt sind vielleicht. Und dann auf einmal irgendein Bruder, junger oder alt, sagt irgendwas. Und man sieht, vielleicht sagt er in Einfalt, weißt du, Herr Jesus, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich liebe dich. Und auf einmal, die Versammlung schaut hinauf, geleitet von ihm, soll sie sagen, schaut hinauf und Augen begegnen Augen. Und man empfindet das irgendwie. Ich möchte nicht zu subjektiv reden heute, aber man empfindet das. Hier ist echte Anbetung, Herzensanbetung, keine Formeln. Ein Mensch schaut hinauf und in aller Ehrlichkeit sagt er Gott, was er ihm bedeutet. Und auf einmal bist du mitgerissen. Hast du das je erfahren? Mitgerissen. Und Auge trifft Auge. Und es stählt ihm das Herz.
In unserem Alltag ist es so oft, wir denken an uns und jeder denkt an sich und es ist wirklich traurig, aber nur ich denke an mich. Die anderen sind alles so egoistisch, nur ich denke an mich und so. Man geht durch das Leben so etwa wie die Frau in Lukas Evangelium, die von einem bösen Geist, vom Satan selbst, versklavt war. Und sie ging mit niedergebückten Rücken. Und so oft, unser Tag ist so, sogar unsere Bibel lesen, wir kreisen um uns selbst, in unsere Gebete, wir kreisen um uns selbst. Und dann auf einmal, ich glaube wirklich unter die Leitung des Heiligen Geistes, man schaut hinauf und Auge begegnet Auge. Und er hat immer drauf gewartet. Es raubt ihm das Herz. Das hat für mich stille Zeit total revolutioniert. Ich habe früher gemeint, stille Zeit muss ich machen. Wenn ich stille Zeit nicht mache, dann singen die Vögel nicht den ganzen Tag und die Sonne scheint nicht und ich bin gereizt und ich muss stille Zeit machen. Ich habe junge Christen gelernt, du musst stille Zeit machen und das lehre ich immer noch. Wie einer gesagt hat, vergiss dein Frühstück, aber hab deine stille Zeit. Das ist mein Rat immer noch. Aber dann, was mein Blick für diese Stunde verändert hat, war es, dass wir gerufen sind in die Gemeinschaft mit seinem Sohn und dass er wartet auf uns. Dass meine stille Zeit mit Jesus, mit Gott, gibt Gott mehr, als sie mir gibt. Hast du es je überlegt? Er wartet auf die Gemeinschaft mit dir, dass er überhaupt die Gemeinschaft mit dir suchen würde. Und das gewaltigste Vorrecht, das wir haben, ist jetzt, dass wir hineingehen können durch den Vorhang in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Aber dieser Vers sagt mir, der ist fast liebeskrank. Ich meine das mit aller Ehrfurcht gesagt. Und er wartet und er wartet und er wartet. Und er freut sich darauf, dass wir einmal hinaufschauen. Wir im Umgang mit ihm. Das hat mir in meinem Leben geprägt. Und dann noch eine Stelle von Epheserbrief Kapitel 5. Epheser 5, Vers 25, eine sehr bekannte Stelle. Mit einer Frage verbunden. Ihr Männer liebet eure Frauen, gleich wie der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, auf dass er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ich war ein junger Hupfer unterwegs mit dem Evangelium. Wenn etwas sich bewegt hat, dann habe ich das Evangelium gepredigt. Mein Motto war, etwa wie in der Armee, wenn es auf dem Boden liegt, du musst es aufheben. Wenn du es nicht bewegen kannst, dann musst du es anstreichen. Und wenn es in Bewegung ist, dann musst du es salutieren. Weißt du, wie in der Armee die Grundsätze des Lebens im Militär. Und ich habe das Evangelium für jedem gepredigt. Meine erste Predigt, ich glaube, ich war 2 Tage alt im Glauben, war in der Minse, Anfang der 70er Jahre, und die Hitze der 60er Jahre war immer noch da in Frankfurt. Der Universität in der Minse, vor einer riesen Menschenmenge, stand ich auf einem Tisch und sagte in der englischen Sprache mit lauter Stimme, Rot ist die Farbe der Revolution. Ich hatte jedes Ohr, gell? Rot ist die Farbe des Blutes Jesu Christi. Ich wusste dann nachher nicht, was sie sagen, aber so viel habe ich über die Lippen gebracht. Ja? Und für mich war das Evangelium alles. Bis ein älterer Herr mich die Frage einmal stellte. Ich hatte schon einiges erlebt, aber als wir über diesen Vers nachdachten, er sagte, weißt du, Fred,
Christus liebt die Versammlung. Und du? Christus liebt die Versammlung. Und du? Und das war so eine Herausforderung für mich. Liebe ich die Versammlung? Oder ist die Versammlung für mich einfach das Verkehrsmittel Gottes oder das Mittel Gottes, um die Welt mit dem Evangelium zu erreichen? Ist Versammlung Mittel oder Zweck? Und sicherlich ist die Versammlung das Mittel. Aber sie ist das, was Gott am vor sich hatte, als das Universum in Dasein rief. Die haben mir vorgeworfen in Kalifornien, du redest zu viel von der Versammlung, du vergisst die Familie. Ich redete auch von der Familie. Und ein Bruder sagte mir, Fred, bevor es jemals eine Versammlung gab es eine Familie. Und ich sagte, und Freund, wenn es keine Ehemänner und keine Ehefrauen und keine Kinder gibt, außer Kinder Gottes, wird es eine Versammlung geben. Du liest, wie die Bibel endet. Sie endet mit einer Braut. Und selbst die ursprüngliche Familie in 1. Buch Mose, Paulus sagt, ja, unter dem Strich, wenn man wirklich über Adam und Eva reden will, das ist die Versammlung. Diese Aussage von Bill McDonald habe ich öfters benutzt. A group of nobodies gathered around somebody. Eine Gruppe von Nichtsen, von niemand, von Leuten, die nicht zählen, jemand geschart. Das ist die Versammlung. Christus liebt die Versammlung. Und du? Ich meine, es gibt kleine Gemeinden, die könnten sich in einer Telefonzelle für Behinderten treffen, wenn sie wollten. Aber diese kleine Telefonzelle-Gemeinde versammelt ganz bewusst, um des Herrn zu gedenken, oder draußen verstreut, alle 4 Stück in der Welt. Versammlungsleben ist nicht nur am Sonntag, aber vielleicht nehmen wir an, die sind zusammen und der Bruder betet und die ganze Versammlung blickt hinauf und Auge trifft Auge. Liebe Leute, das ist für Gott ein größeres Geschichtsereignis als Perestroika. Wenn wir nur lernen würden, die Versammlung und zuerst einmal, was Gottes Absichten sind mit ihr, und dann, wie wir das örtlich verwirklichen wollen und auch in unserer Haltung gegenüber anderen Christen, das ist zumindest für mich ein Ziel, dass ich dementsprechend wandle. Das ist ein Vers, der mir tief in meinem Herzen angesprochen hat. Und die Liebe für die Prinzipien der Heiligen Schrift haben irgendwie mein Leben einigermaßen beschädigt. Ich bin einfach untauglich, zurückzugehen in die Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin aufgewachsen in einer Baptistengemeinde. Jedes Mal, wo ich zurück bin in meine Heimat, darf ich da predigen. Ich predige auch recht gerne und ich stelle Ihnen Christus vor. Ich rede nicht über das, wo ich nicht einverstanden bin mit Ihnen. Ich stelle Christus vor. Und Gott und mein Reisebegleiter in den USA hat gesagt, es ist einfach, du hast nur ein Thema, egal was der Text ist, bei diesen Baptistengemeinden, die ich kenne da, redest du über Christus. Ja gut, aber ich kann nicht zurück. Ich kann nicht zurück. Ich muss da, wo ich bin. Ich suche nach Christen. Ich habe keine vollkommene Gruppe gefunden. Es kann, sobald dann ich komme in die Gruppe, sie nicht mehr vollkommen. Aber die versuchen, diese Prinzipien zu verwirklichen, die mir so teuer geworden sind. Die Einheit des Leibes. Aber ich glaube, dass sie in erster Linie durch Liebe zum Ausdruck gebracht wird und von Verzicht auf sektierischem Handeln. Dinge wie das allgemeine Priestertum. Hoffentliche teilweise Verwirklichung des Hauptseins des Herrn Jesus Christus.
ich kann einfach nicht menschliche Regierungsformen und Managermethodik. Ich kann das einfach nicht. Ich bin nicht da daheim. Ich weiß nicht, wie ich das sage. Dieses Prinzip der Zentralität der Versammlung hat mich einfach untauglich gemacht, zu leben, wie ich einmal gelebt habe. Ja. Ich habe gerade gelesen, man redet über die Einheit des Leibes, wie praktiziert man das und wie stellt man Gottes Vorsatz oder Grundsätze dar in dieser Welt. Ich war so begeistert, ich habe das Buch empfohlen zur Veröffentlichung von Robert Chapman. Das habe ich seit einiger Zeit nicht gelesen. Und gerade gestern habe ich begonnen, das wiederum zu lesen auf Deutsch. Und da in dem Vorwort rede ich, dass der Frank Holmes, der von Chapman geschrieben hat, ich habe das gar vergessen oder nicht gewusst, dass er aus der Free Church of England kam. Und er war Pastor, er war Kleriker, als er das Buch schrieb. Aber es war das Zeugnis dieses Mannes, das ihn bewegte, ja, es hat ihn beschädigt. Der arme Kerl war untauglich für das Leben als Amtsträger in der Free Church of England. Und er fand sich irgendwie notgedrungen, er suchte Gemeinschaft dort, wo er diese mir teuer gewordenen Prinzipien praktizieren könnte. Aber hier muss man aufpassen. Ich habe es bemerkt in meinem Herzen. Vielleicht bist du ein viel vorbildlicher Christ als ich. Aber die Notwendigkeit habe ich erkannt in meinem Leben, nicht zu verwechseln, Licht mit Leben und nicht Leute nach deren Erkenntnisstand zu beurteilen. Aber es bleibt bei mir ein echter Herzenswunsch und ist auch ein Leitgedanke in meinem Dienst in Österreich und war auch vorher das, was ich erkannt habe, über Gottes Versammlung, diesen wunderbaren Ratschluss hier zu verwirklichen im 20. Jahrhundert. So Christus liebt die Versammlung. Und du? Eine andere Stelle, die mich sehr bewegt hat, war ich weiß nicht, wo ich hier beginnen soll, Lukas Kapitel 9. Ich muss einige Stellen erwähnen, zusammen mit dieser. Lukas 9. Vers 31. Mose und Elias erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren beschwert von Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, welche bei ihm waren. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lasst uns 3 Hütten machen, dir eine, Moses eine und Elias eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke eintraten. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, welche sagte: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und indem die Stimme geschah, wurde Jesus allein gefunden. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Bei der Taufe unseres Herrn, als der Herr Jesus knietief in Schlamm gestanden ist, dort identifiziert mit dem Dreck des bußfertigen Überrestes, dort sein Bekenntnis äußerlich, dass er Sünder unter Sünder war. Er nahm Gleichgestalt des Fleisches der Sünde an. Er war nicht sündhaftig und hatte keine alte Natur und war gar nicht angetastet von Sünde. Aber er identifizierte sich mit Sündern in seinem Leben und schließlich auf dem Kreuz. Und dort, als er da stand mit diesem Bekenntnis, Johannes konnte es nicht fassen.
Er sagte, Herr, was machst du da? Lieber du taufst mich. Ich muss Buße tun, nicht du. Aber der Herr sagte, lass es sein, auf dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Und auf einmal brach der Boden des Himmels unter dem Gewicht von Gottes Gefallen an seinem Sohn. Der Heilige Geist wurde auf einmal sichtbar. Und die Stimme des Himmels, die Stimme Gottes wird hörbar. Siehe da, ist mein geliebter Sohn. An ihm ist all mein Wohlgefallen. Und später in seinem Dienst, kurz vor seinem Tod, als er der Entscheidung gegenüberstand und seine junge andeutungsweise und dann offen heraus gesagt hat, was es kosten würde, die Nationen zu erretten. Die Griechen wollten ihn aussehen und jetzt redet er von dem Preis, den er bezahlen musste. Er sagt, und jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was sollte ich sagen, Vater, Gott, rette mich aus dieser Stunde? Nein, darum bin ich gekommen, gesandt worden. Nein, viel lieber will ich sagen, Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann wiederum, der Boden des Himmels brach. Und die Stimme kam. Die Menschen vernahmen sie nicht, aber haben nicht verstanden, was los war. Aber seine Aussage über seinen Sohn, ich habe meinen Namen verherrlicht und werde ihn wiederum verherrlichen. Ja, das Lied der Engel. Herrlichkeit Gottes in der Höhe. Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Das war die Überschrift über das Leben Jesu. Oder anders gesagt, ich habe meinen Namen verherrlicht und werde ihn auch hier reden von dem Kreuz wiederum verherrlichen. Gott verherrlicht, Gott dargestellt in seinem Charakter, in diesem Mensch und in seinem Werk am Kreuz. Mose und Elia reden über seinen Ausgang, über sein Exodus aus dieser Welt und die Jünger schlafen ein und dann sie wachen auf, wie man manchmal tut in der Bibelstunde. Und dann, weil man aufgewacht ist und ein bisschen in Verlegenheit, man sagt etwas und weiß nicht, was man sagt. Ja. Dass der Herr bleiben soll. Es ist gut, dass wir hier sind auf dieser Erde mit dem Herrn. Nein, das war nicht gut. Es war weitaus besser, dass der Herr sein Exodus macht. Dass der Herr diesen Berg der Herrlichkeit verlässt. Dass er kommt in die tiefste Finsternis dieser Welt, um Menschen zu erretten. Und als sie redeten von seinem Ausgang, und wir lesen hier, als sie schieden von ihm, als sie ihn verließen, dass er zurückkommt, hier in dieser Szene, um seinen Ausgang zu verwirklichen, zu dem Zeitpunkt, brach der Boden des Himmels wiederum unter dem Gewicht des Wohlgefallens des Vaters für seinen Sohn. Überwältigt von diesem Sohn. Siehe da, mein geliebter Sohn. Ihn hört. 2. Petrus betont den Zeitpunkt. Er sagte, als sie von ihm schieden, dann hat Gott Herrlichkeit und Ehre ausgegossen auf seinem Sohn. Wann? Als er in Begriff war, die Herrlichkeit zu verlassen und ans Kreuz zu gehen. Ich habe während einer Konferenz in München meine Familie angerufen, Sonntag in der Früh, kurz vor der Zusammenkunft. Meine Frau sie hat es gut gefunden, dass ich anrufe, um mit ihr zu reden. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Denn am Samstag war das Tennistournee und ich wollte sehen, wie es den Buben gegangen ist. Gell? Und der Joshua, der war 4., obwohl das sein erstes Jahr war. Und er ist wirklich einer der besten Jungen, 12-Jährigen. Es ist gewaltig. Am Anfang habe ich ihn geputzt und jetzt muss ich wirklich kämpfen.
um einen Set zu gewinnen. Wirklich kämpfen. Und der Stefan, der 7-Jährige, der war Zweite. Also ich kam nach Hause, ich öffnete die Tür und ich bin über sein Pokal geflogen. Er hat es da vor der Tür gelassen und seine Urkunde. Der Hans-Peter sagte, ich war 5. Ich sagte, gewaltig. Er sagte, als 5 Bewerber. Wieso rufe ich an? Erinnere mich dran, an der Skirennen in der 2. Klasse. Joshua war 3. Die Amis haben Bronze gehabt. Und dann bei den Bundeslandrennen in der 3. Mittelschulklasse war mein Sohn 5. im Bundeslandrennen. Und weißt du hättest diesen Amerikaner sehen sollen, da auf der Skipiste, gell? Schreien, Joshua, ja, weißt du. Und was habe ich gesagt? Siehe, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn habe ich all mein Wohlgefallen gefunden. Und was ist da geschehen auf der Piste? Der Vater wurde verherrlicht in seinem Sohn. Laut gerufen. Ich wollte, dass andere Menschen in meine Freude für meinen Sohn, dass sie mit mir hier Gemeinschaft haben. Die Winterolympiade war ein Schweizer, ich vergesse wie er heißt, ein Langläufer, ein sehr guter. Und der war ziemlich weit dahinter in seinem Wettbewerb. Und sie zeigten ein Bild von diesem Langläufer. Weißt du, für mich ist das Zeug das langweiligste, was es überhaupt gibt. Ich mache Bergtouren und Abfahrt, aber das Langlaufen ist so, ich denke, ich habe ein Auto. Das brauche ich nicht machen, gell? Aber es tut sein Langlaufen und man hat gesehen im Fernsehen, übrigens habe ich keinen Fernseher. Ich habe keinen Fernseher. Ich glaube, man sollte Folgendes tun mit dem Fernseher. Man sollte alles Besitz dem Herrn übergeben. Gehe auf den 1. Stock deiner Wohnung, öffne dein Fenster und übergebe deinen Fernseher an den Herrn. Aber weißt du, wenn eine Olympiade da ist oder sowas, dann schaut man ein bisschen was. Oder Weltcup, Fußball oder sowas. Jedenfalls, der war wirklich unterwegs mit seinen Langlaufen. Und man sah seine Zeit und wie weit, was der Zeitunterschied war zu dem Zeitbesten. Er war ziemlich weit da hinten. Und im Laufe des Rennens hat man gesehen, er hat immer mehr Zeit abgeschnitten. Und da oben rechts in dem Bild war sein Vater. Und man hat feststellen können, der Vater weiß seine Zeit ungefähr. Und der Vater immer gespannter, total verbunden mit seinem Sohn. Er hat wahrscheinlich mehr Geschwister als der Sohn. Und total in dem Geschehen verwickelt. Auf einmal der Sohn war ein kleines Bild oben rechts. Und das große Bild, was war das? Der Vater. Denn auf einmal dieses Fernsehteam hat gesehen, das eigentliche Geschehen spielt sich im Herzen des Vaters ab. Und das ist, was er uns sagen will. Und das hat mein Leben verändert. Ich sage dir, das Brechen des Brotes ist der Höhepunkt meiner Woche. Und es hat mein Bibelstudium auch beeinflusst. Mein Leben in meinem Antakt mit dem Herrn. Ja, der Schweizer Vater hätte es auch sagen können wie ich. Siehe da bei der Siegesehrung, als der junge Schweizer Gold gewonnen hat. Siehe da, das ist mein geliebter Sohn. Ich habe meinen Namen verherrlicht. Ich werde ihn wiederum verherrlichen. Und die Leute haben gemeint, es war Donner oder ein Engel hat mit ihm geredet. Und das ist so der Fall bei vielen von uns. Wir hören nur Donner beim Brechen des Brotes. Wir hören nur Donner, wenn wir die Bibel lesen. O möge er unsere Augen erleuchten, unsere Ohren aufmachen, auf dass wir hier teilnehmen können mit ihm. Auf der Seite der Piste, wenn wir sehen, wie dieser siegreiche Held fährt zur Verherrlichung seines Vaters. Ja, das sind Bibelstellen. Ich habe sie nicht nur einmal gepredigt. Ich komme hier manchmal zurück. Denn das sind Weichenstellungen in meinem Leben. Diese Art von Bibelstellen, die mich ergriffen haben.
Vielleicht am Ende Matthäus Kapitel 9. Oder 2 noch, es dauert nicht lang. Matthäus 9, 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und als er seine 12 Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Gewalt. Und Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus. Wiederum, in meiner kurzen und kurvenreichen Pilgerschaft hat dieser Vers mir geholfen, mich geprägt. Unser unermüderlicher Herr, unterwegs bei jeder Witterung, mit Sandalen auf seinen Füßen und Staub auf seinem Angesicht, von Stadt, zu Dorf, zu Dorf, zu Stadt, zu Dorf, zu Stadt. Unermüdlich unterwegs in seinem Anliegen, zu lehren, predigen und heilen. Und es war ein Prozess von Monaten und Jahren, und Matthäus war dabei. Und er schreibt hier für uns von einem unvergesslichen Augenblick in seinem Leben. Von einer Aussage, von einer Erfahrung, von einer Beobachtung, die sein Leben von dem Tag weg geprägt hatte. Als er sah an seinem Herrn sein Anliegen für Menschen in ihrem menschlichen Milieu. Geistliche Führung, ja, Leute pochten auf ihr geistliche Führung. Religiöse Behörde, genug war vorhanden, um für die Menschen zu sorgen, aber sie waren törichte Hirten. Sie kümmerten sich nicht um Menschen. Jesus, konfrontiert mit Menschen, war innerlich bewegt. Das Wort ist wirklich ein gewaltiges Wort. Innerlich bewegt. Was denkst du, wenn du die Menschenmengen siehst? Was denkst du, wenn du mit ungeretteten Menschen konfrontiert bist und mit manchen Christen in ihren Problemen? Was ist deine Herzenshaltung? Wir sehen vielleicht bei einem Spiel FC Köln gegen Nürnberg, wir denken an das Ereignis und die ganzen Leute haben ihr Geld gewettet und die ganzen Leute haben ihr Geld bezahlt und alles sind da und Stimmung ist da. Aber was sieht Jesus Christus? 40.000 im Stadion, 15.000 geschiedene Leute, 20.000 leicht Betrunkene, 80.000 Kinder, diese Leute ohne Vorbild in ihrer Familie. 20.000 Menschen, die sagen, ja, ich glaube an Gott. Und sie sind vielleicht in der Kirche, Scheinchristen, die haben ihren Taufschein. Andere Leute, die nichts von Gott hören oder wissen wollen, und die wenigsten kennen ihn. Schafe ohne Hirte. Was empfindet Jesus beim gleichen Fußballspiel? Er ist innerlich bewegt. Unser englisches Wort Spleen oder Milz kommt von diesem griechischen Begriff. Es hat mit seiner
Eingeweide zu tun. Wir haben die Redewendung, es brach mein Herz, oder wie heißt das, wenn es die ein Stück... Dreht sich der Magen um. Ja, es dreht... Der Magen dreht sich um, aber eigentlich... Ja, der Magen dreht sich um. Ein häufiger Begriff. Jesus sah den Aussätziger, Markus Kapitel 2, und er wurde innerlich bewegt. Und der Text sagt, und er rührte ihn an. Darby sagt in seinem New Translation, dass das intensives Wort ist für die Anrührung. Aussätzig. Und er rührte ihn an. So, er hätte auch sagen können so. Oder er hätte aus der Entfernung sagen können, sei gereinigt. Das hat er auch getan. Aber hier ein Mann, der unterwegs war, der immer wieder sagen musste, als er in den Dorf gekommen ist, unrein! Unrein! Auf dass die Leute vor ihm fliehen konnten. Sein Urteil über sich selbst und der Urteil der Gesellschaft, der ist unrein. Wie wird Jesus den Unreinen heilen hier? Der hat nicht nur physische, sondern psychologische Probleme. Er rührt ihn an. Innerlich bewegt sah der barmherzige Samariter den Mann im Graben liegen, Straßengraben liegen. Innerlich bewegt, lesen wir, das ist, beschreibt sein Herzenszustand. Und dann kommen die Verben, die Zeitwörter der Reihe nach. Er stieg hinab. Er hat seine Wunden, seine Wunden, wie heißt das, gereinigt, gebunden. Er hat ihn auf sein Esel dann reiten lassen. Er hat ihn dann zur Pension gebracht. Er hat dann das Notwendige bezahlt und er war bereit, mehr zu bezahlen. Er pflegte ihn, innerlich bewegt. Jesus innerlich bewegt, lehrte die Volksmenge, lesen wir in einem anderen Text. So viele, es ist einfach erbaulich einmal, dieses griechische Begriff durch das Neue Testament zu verfolgen und zu sehen, unser Herr immer wieder innerlich bewegt. Aber beachte, wie der Text ist. Es steht hier, Vers 37, dann spricht er zu seinen Jüngern. Das heißt nicht anders, als dass er erst jetzt beginnt zu sprechen. Wie hat Matthäus gewusst, dass er innerlich bewegt war? Ja, er hat es an seinem Leben und an seinem Tun ablesen können. Er sah, wie er gelebt hat, sein unermüdlicher Einsatz und wie er Leute behandelt hat. Und Matthäus weiß, unser Herr ist innerlich bewegt. Und dann spricht er. Mein Kinderarzt, den ich zum Herrn geführt habe, hat gesagt, als wir Matthäus gelesen haben, hier ist ein Fehler, Fred. Ich sagte, wieso? Es sagt, spricht, das ist Präsens. So stehen da, sprach er. Ja, das ist das historische Präsens, wo der Schreiber beschreibt die Vergangenheit, als ob sie Gegenwart wäre. Und es ist ein Stilmittel, um den Leser zurückzuversetzen in die Vergangenheit, in das Geschehen oder das Geschehen zu vergegenwärtigen. Als ob Matthäus sagen will, und der Heilige Geist durch ihn, Leute, versetzt euch zurück in das Geschehen oder vergegenwärtige das. Er sprach nicht, er spricht. Und hier ist das, was er uns zu sagen hat. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter. Geschwister, sie sind immer noch wenige. Genauso heute. Christen sind nicht so wenig. Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das Gebetsanliegen Jesu. Die große Schau Jesu für eine ganze Welt. Und dass Leute eingespannt werden und ausgesandt werden, gerufen und ausgesandt, um weltweit die Ernte einzuholen.
Woher kam diese Schau? Ist eine Funktion seiner Bürde für Menschen. Innerlich bewegt. Dann sprach er. Ist dieses Gebetsanliegen Jesu häufig in deinen Gebeten zu hören? Ich sage dir, ich habe ein Gebetsanliegen und ich vertraue dir etwas Persönliches an, etwas, was wirklich mein Herz bewegt, über mein Leben, meine Familie, über meinen Dienst vielleicht. Dann sehen wir uns in einem Monat und ich sage, du Karl, es ist gut, dich zu sehen. Ich bin froh, dass du für mich gebetet hast. Und du bist ein bisschen zögernd. Du hast für mich gebetet. Und du weißt jetzt nicht, ob du lügen sollst oder nicht. Du überlegst es kurz. Nein, ich habe nicht für dich gebetet. Wie empfinde ich das? Ich habe dir ein Stück von meinem Herzen dir mitgeteilt. Und ein Monat lang ist es nur. Und du hast überhaupt nichts gebetet. Du hast gesagt, du würdest beten. Ich möchte fragen, wie empfindet das Jesus? Eines seiner wenigen Gebetsanliegen, wenn wir das nicht berücksichtigen. Aber pass auf! Wir trafen uns wöchentlich in Kalifornien, wöchentlich zu einer Gebetsstunde. Sie begann um 9 Uhr, sie war meistens um 5 Uhr in der Früh, oder um 21 Uhr bis 5 in der Früh haben wir gebetet, wöchentlich, für dieses Anliegen, für Weltevangelisation. Es ist sehr gefährlich. Wir waren nie mehr als 20 Leute in der Gebetsstunde, aus einer großen Versammlung. Es wird nicht viele sein. Aber heute sind wir bei 18 Missionaren auf dem Missionsfeld. Und die Gebetsstunde ist immer noch unterwegs. Pass auf, wenn du betest für Jesus Gebetsanliegen. Du könntest bald herausfinden, du bist die Gebetserhörung selbst. Denn die Leute, die beten in Vers 38, werden gesandt. Einen Vers später. Und wenn man schon davon redet, noch ein Vers, Steno-Stil, das mein Leben geprägt und bewegt hat. Der erhabene, auferstandene Herr steht vor seinen Jüngern. Sie werfen sich vor ihm nieder, manches zweifeln, das ist ihnen einfach zu hoch. Und der Auferstandene sagte, alle Gewalt ist mir gegeben auf Himmel und auf Erden. Gehe nun. Beachte das Wort nun. Er pocht auf seine Autorität. Und als großer Oberbefehlshaber sagt er, gehet nun. Macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lernt sie alles bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende des Zeitalters. Beachte, was dieser Befehl beinhaltet. Zuerst einmal geht. Ich meine, das heißt nicht notwendigerweise einmal deine Stadt zu verlassen. Viele müssen gehen über kulturelle und über politische Barrieren und müssen reisen in die Ferne. Aber wir sollen alle beteiligt sein an diesem Befehl, denn er ist übrigens ein Befehl, den der Herr geboten hat seinen Jüngern. Und sie sollten alle lernen, das zu bewahren, was sie von dem Herrn bekommen haben. Aber geht und tauft. Ich war anfänglich in meinem Christenleben sehr beeinflusst von Literatur, von Navigatoren und andere Dinge, die viel geredet haben über Jüngerschaft. An Navigatorenliteratur damals war der Spruch, die sind da, um den Missionsbefehl zu erfüllen. Es sagt, geht in die ganze Welt und macht die Nationen zu Jüngern. Punkt. Nichts von Taufe. Und nichts von all dem, was der Herr ihnen beauftragt hat. Campus für Christus wird damals genannt, the Great Commission Army. Missionsbefehlsarmee. Taufe? Nein. Alles, was er befohlen hat? Nein. So ich fand meinen Platz unter dieser sogenannten Brüdern. Und wir sind bekannt für das. Machen zu Jüngern, das heißt zu lehren.
Dafür sind wir bekannt. Die Pfingstler haben ihre Zungen. John Wimber hat sein Zeichen und Wunder. Die Baptisten haben ihr Taufbecken. Aber wir haben unseren Tisch und wir haben die Lehre. Das ist Modegabe unter uns. Das ist die höchst angesehenste Gabe. Evangelisten, das ist auch gut. Aber manche von denen leicht bescheuert. Weißt du, ein Lehrer, das. Und weißt du, du fragst unter uns, die Brüder, was ihre Begabungen sind. Wird ein großer Prozentsatz sagen Lehrer, gell? Oder? So, ich habe einen Platz hier gefunden. Aber es sagt nicht, lehrt alle, was ich befohlen habe. Es steht in diesem Vers, lehrt sie zu bewahren alles, was ich euch befohlen habe.